Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie man solch ein doppellagiges Halstuch näht. Dazu eignet sich am besten Musselinstoff. Ich habe hier diesen wunderschönen von Stoff und Liebe. Den Shop habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dort zu stöbern. Ihr schneidet euch dann 2 gleich große Stücke Stoff raus, also 2 Vierecke. Die entsprechende Größe blende ich euch hier einmal ein. Anschließend legt ihr eure beiden Stoffe rechts auf rechts übereinander, also so, dass sich die schönen Seiten anschauen. Hierbei achte ich jetzt darauf, dass der obere Stoff quasi verkehrt herum liegt. Diese beiden Stoffe nähe ich jetzt rundherum zusammen, lassen allerdings hier eine kleine Wendeöffnung. Das Ganze mache ich jetzt mit einem Fake Overlock Stich, ihr könnt aber auch mit einem normalen Gradstich nähen, da müsst ihr allerdings hinterher einmal versäubern. Zusammengenäht sieht das Ganze jetzt so aus, hier seht ihr die Wendeöffnung. Jetzt gehe ich aber hin und nehme mir einmal alle Ecken und schneide einmal die Ecken weg. Vorsicht, dabei nicht in die Naht schneiden. Anschließend krempeln wir das Ganze einmal um. Dann nehme ich hier meinen Kanten- und Eckenformer und ja, drücke mir einmal die Ecken aus, aber Vorsicht, nicht zu feste, sonst habt ihr nachher ein kleines Loch da drin. Alle Produkte, die ich hier verwende, habe ich euch wie immer unten in der Infobox verlinkt. So sieht das jetzt aus und jetzt muss ich einmal die Wendeöffnung schließen. Das mache ich mit einer unsichtbaren Naht bzw. mit dem Matratzenstich. Wie dieser funktioniert, habe ich euch mal in einem extra Video gezeigt. Dieses verlinke ich euch ebenfalls unten in der Infobox oder ihr klickt hier oben einfach auf das i. So, jetzt ist das Halstuch auch schon fast fertig. Jetzt gehe ich hier oben hin und falte das Ganze einmal hier so nach unten. Allerdings nicht gerade übereinander, sondern extra so ein bisschen schief, weil es einfach schöner aussieht. Ja, und dann schaue ich, wo ich meine Knöpfe hier anbringe. Ihr könnt natürlich auch Klettverschluss machen oder einen Knoten am Ende einfach rein. Ich nehme dafür hier meinen Snapply Starter Set Koffer. Dort habe ich viele verschiedene Farben drin, wobei mittlerweile könnte ich den mal wieder auffüllen. Jetzt gehe ich hier auf die rechte Seite und gehe hier einmal zwischen die beiden Stoffe und mache auf der Rückseite den ersten Cam-Snap dran. Ihr seht jetzt gleich, wenn ich es wieder hinlege, sieht man den Knopf quasi nicht mehr. Der ist jetzt auf der Unterseite und das gleiche mache ich jetzt auf der Seite, nur auf der Oberseite. Auch wieder zwischen die beiden Stoffe. So, und wenn ich die beiden Knöpfe jetzt verschließe, sieht man diese nicht mehr. Und ihr könnt das ganze Tuch auch umschlagen und die andere Seite ebenfalls benutzen, sowohl auch die Innenseite. Hier ist dann das Praktische gerade für unterwegs, dass man das dann mal schnell wenden kann und dann hat man wieder die saubere Seite vorne. Also wie ihr seht, super einfach, super schnell gemacht und das perfekte Anfängerprojekt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben.